Die Uni behält die Entwicklung intensiv im Auge und tauscht sich eng aus mit den entsprechend Verantwortlichen, auch in der Medizin. Nun bin ich ja auch selber Medizinerin, das hilft an der Stelle immer, ja, aber ich bin in ständigem Gespräch mit den Kollegen dazu. Und nach wie vor empfehlen wir vor allen Dingen Gelassenheit und Vorsichtsmaßnahmen. Ja, das ist der zentrale Baustein, um die weitere Ausbreitung zu verlangsamen, da wo es geht, auch noch weiter zu verhindern. Und das ist für mich auch nach wie vor die zentrale Botschaft. Wesentlich ist daran zu denken, dass übliche Hygiene, wie auch sonst in der Grippesaison, doch beachtet werden sollte und vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken sollte als sonst. Und warum nicht an der eigenen Tür auch ein Schild anbringen, hier bekommen Sie ein freundliches Lächeln, aber keinen Händedruck, denn über das sich die Hand geben, lassen sich Viren immer leichter verbreiten, als wenn man in dieser Zeit mal sich auf das freundliche Lächeln begrenzt. Ja. Erkältungssymptome sind ja immer ernst zu nehmen. Wenn man jetzt Anlass dazu hat, dann beispielsweise aufgrund von Kontakt zu Menschen, die aus China gekommen sind in der letzten Zeit oder anderen Gebieten, in denen sich Corona schon verbreitet hat, dann macht es Sinn, selber zum Telefonhörer zu greifen und den Hausarzt anzurufen oder auch eines der benannten Zentren anzurufen und zunächst mal mit Fachpersonal zu besprechen, wie ernst zu nehmen sind die Symptome und entsprechend dann natürlich auch eine Krankschreibung zu bekommen. Ich gehe fest davon aus, dass Krankschreibungen leichter zu erreichen sind, denn wir wissen alle, dass es im Zweifelsfall sinnvoll ist, dass jemand auch vorsichtshalber zu Hause bleibt. Ja? Das Gleiche gilt natürlich für die Teilnahme an größeren Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern. Ja, also überall da, wo Hunderte von Menschen zusammenkommen, kann man, wie auch sonst in der Erkältungssaison, davon ausgehen, dass es zu einem gewissen Virenaustausch kommt. Ja, deswegen für sich selber, aber vielleicht auch für ältere oder geschwächte Familienangehörige eher darüber nachdenken, wo ist es erholsam, ja, wo hat man nicht so viel Kontakt für eine Weile. Die Universität hat einen aktualisierten Pandemieplan, der alles enthält, was wir für ernstere Situationen tatsächlich brauchen. Die Universität kann jederzeit den entsprechenden Krisenstab zusammenrufen, ja, und ich selber bin täglich dabei, mich entsprechend aktualisiert zu informieren und auch mit den entsprechenden Fachkollegen auszutauschen. Ich denke, wir haben alle Möglichkeiten der Absprachen, der Reaktionen auf bedrohliche Situationen. Im Moment sind wir ja gut dran, dass wir keine Vorlesungszeit haben. Aber wir werden sicherlich darüber nachdenken, ob wir im Rahmen der UB, im Moment der Ort, an dem wirklich am meisten Publikumsverkehr ist, wir zu verstärkten Vorsichtsmaßnahmen noch greifen sollten. Ich glaube, wir haben die Situationen im Blick. Ja, natürlich wissen wir nicht, wie es weitergeht. Irgendwann wird ein Semester anfangen. Vielleicht haben wir dann aber den Höhepunkt eines solchen Ausbruchs auch schon wieder hinter uns. Im Moment gehe ich davon aus, dass das Sommersemester ganz normal beginnen wird, Anfang April. Falls sich unerwartete, also zum jetzigen Zeitpunkt unerwartete Auswirkungen des Coronavirus für den Semesterbeginn ergeben sollten, werden wir natürlich unverzüglich darauf reagieren.
Reaktionen können zum Beispiel sein, dass wir mit Lehrenden vereinbaren, dass der Start als E-Learning-Start erfolgt und dass wir die vorhandenen Plattformen nutzen, um Studierenden zu ermöglichen, vielleicht nicht vor, sondern erst nach Ostern dann in die Veranstaltungen einzusteigen. Medizinisch gesehen kann man allerdings davon ausgehen, dass auch eine größer werdende Epidemie irgendwann zu Ende ist. Ja, und darauf setzen wir im Moment durchaus auch. Selbstverständlich versuchen wir, das haben wir jetzt auch schon mit den ersten Studierenden, die das betroffen hat, weil sie zum Beispiel nicht zurückreisen konnten nach China, so gemacht. Selbstverständlich versuchen wir für alle diese Einzelfälle individuelle Lösungen zu finden. Wenn sich solche Situationen ergeben sollten, müssen wir damit flexibel umgehen. Das ist doch ganz klar. Wir wollen ja nicht, dass unsere Studierenden, gerade diejenigen, die zu uns kommen, jetzt vielleicht neu zu uns kommen, Nachteile erleiden.